Eine kleine Geschichte des Regierens. Die Eröffnung des Reichstages im Weißen Saal des Berliner Schlosses durch Wilhelm II. Prunkvoll inszenierte Parlamentseröffnungen kennen wir heute nur aus England. Der einzige Anlass, bei dem wir die Königin so sehen, wie wir uns einen Monarchen vorstellen, im Hermelinmantel und mit Edelstein besetzter Krone auf dem Haupt. Selbst zu Kaiserszeiten wurden diese Ereignisse in Deutschland mit weit weniger Pomp begangen. Doch 1888 sollte es deutlich glanzvoller werden und auch Jahre später als Ölgemälde beeindrucken. Denn im Juni kamen nach dem Tode zweier Kaiser innerhalb eines Vierteljahres Fragen nach der Zukunft des Reiches auf. Ein quasi Krönungsakt, der alle verfassungsmäßigen Teile des Reiches vereint, sollte jeglichem Zweifel entgegenwirken. Die Inszenierung auf Leinwand bannen sollte der Hofmaler Anton von Werner. 2 Tage vor dem Ereignis bekam er den Auftrag und begann, den Weißen Saal des Berliner Schlosses entsprechend zu dekorieren. Der Baldachin mit dem Banner des Kaisers wurde durch Samt und Seide verbreitert und mit Trauerflor der verstorbenen Monarchen gedacht. Ein erstes Aquarell des Raumes stand am Beginn des 5 Jahre währenden Arbeitsprozesses, bei dem sich in von Werners Atelier Fürsten, Prinzen, Generäle und vor allem Abgeordnete des Reichstages die Klinke in die Hand gaben. Und während dieser Zeit änderte sich einiges am Gemälde. Der Aufbau ist dabei von Anfang an klar und folgt den protokollarischen Gegebenheiten. Auf einem Podest vor dem Thron stehend hält Wilhelm II. Die Eröffnungsrede. Zu seiner Rechten reihen sich Fürsten und Prinzen des Reiches, angeführt vom bayerischen Prinzregenten und dem König von Sachsen. Auf der anderen Seite des Monarchen finden Generäle und Vertreter des Bundesrates Platz. Ihnen gegenüber stehen die Abgeordneten des Reichstages. So hält es schon eine Farbskizze fest, die von Werner noch im selben Jahr anfertigte. Auf der sich über rund 4 x 6 Meter spannenden Endfassung haben jedoch unter den Abgeordneten einige Personalwechsel stattgefunden. Ein Neuankömmling fällt im Vordergrund auf. Ein kleiner, älterer Herr mit Haarkranz und Nickelbrille. Es ist Ludwig Windthorst, Führer der katholischen Zentrumspartei und als solcher bei der preußischen Führung so wenig willkommen wie die Sozialdemokraten, deren Vertreter man vergeblich sucht. So fragt Windthorst den Maler vor der Porträtsitzung aus sicherheitshalber, ob seine Majestät auch wirklich damit einverstanden sei, dass er auf dem Bilde dargestellt werde. Sein Erscheinen auf dem Gemälde steht im Zusammenhang mit einer anderen, bedeutsameren Änderung. Der Blick des Betrachters fällt damals wie heute wohl zuerst auf den jungen Kaiser Wilhelm II. Doch ebenso schnell bleibt der Blick an der weißen Uniform eines Mannes hängen, der schon fast im Weg zu stehen scheint: Otto von Bismarck. Er war seit einer gefühlten Ewigkeit preußischer Ministerpräsident und Kanzler des Reiches, seit dessen Gründung. Bismarck war es gewohnt, dass der Monarch seinem Rat folgte. Denn Wilhelm I. hatte dies meistens getan, wenn er auch mit einer gewissen Bitterkeit bemerkte, es sei nicht immer leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein. Wilhelm II. Verließ zwar mit kräftiger, markiger Betonung die Worte, die sein Kanzler verfasst hat, und verspricht darin, dieselben Wege zu wandeln, so will er doch eigentlich selbst die Regierung führen. Der wichtigste Schritt zu diesem Ziel ist die Entlassung Bismarcks 2 Jahre später, 1890. Anton von Werner, noch mitten in der Arbeit an seinem Gemälde, muss nun den Zeitläufen Rechnung tragen. Auch der hohe Auftraggeber selbst regt wohl manche Änderung an. Auf dem Entwurf sehen wir Bismarck noch als aufrecht stehenden Führer und in einer Reihe mit den Vertretern des Bundesrates an der Seite des Kaisers. Nun aber wirkt er deutlich älter, gebeugter und ziemlich verloren an der Ecke des Podestes. Mit seinem Abrücken auf einen verlorenen Posten gibt es nun Platz für seine Gegner, wie den erwähnten Zentrumsführer Windthorst, dessen Partei bald die größte Fraktion im Reichstag stellen wird. Als von Werner das Gemälde schließlich 1893 präsentieren kann, zeigt es also nicht bloß die Momentaufnahme eines 5 Jahre zurückliegenden Ereignisses, sondern auch entscheidende politische Entwicklungen seitdem. Und während vielleicht mancher sich nach dem alten Kaiser zurücksehnen begann, versprach Wilhelm II. In einer Rede kurz vor Fertigstellung des Gemäldes: Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen.